Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Makita DMP 181 an. Das ist der stärkste und größte Akkukompressor von Makita. Er geht bis 11 Bar, 5 Minuten an, 5 Minuten aus. Made in China. Und ja, ihr seht, der ist deutlich größer, auch super schön verarbeitet. Sehr hochwertig, muss man sagen. Na, Verarbeitung ist der Hammer. Da hat man eine Taste, um die Luft zu entweichen zu lassen, wenn man zu viel aufpumpt hat. Da stellt man das ein, da schaltet man an und aus, wird wahrscheinlich auch LED haben, hat der LED, da sind die Adapter, sehr ähnlich eigentlich wie der 8.1, nur dass man die Taste extra hat und natürlich die mehr Leistung, das mehr Gewicht, die wahrscheinlich auch höhere Lautstärke, aber das schauen wir gleich alles an. Wie schon beim Makita 180 muss man sagen, sehr schön verarbeitet, super hochwertig, unten gummierte Füße, dass sich nichts bewegt. Der größte Unterschied ist, dass man da so einen Adapter hat oder so einen Anschluss, den man einfach so draufschraubt. Das ist der größte Unterschied. Und ja, schauen wir uns gleich an mit dem Akku. So schaut das Display aus. Ist, würde ich sagen, deutlich heller. PSI braucht man nicht, da stellt man um. Wartet kurz, dass ihr es auch sehen könnt. So, schalten wir um. Schauen wir, wie lange wir brauchen. Ihr seht, da geht es viel schneller als beim 180. So, 0,35 ist das Minimum, dann starten wir. 2 Bar, ja, geht auf jeden Fall viel schneller. Aber da ist die Taste deutlich besser, finde ich. Viel besser. Ja, Tasten sind deutlich besser hier, reagiert schnell. Messen kurz die maximale Helligkeit von der LED. $13,600 Lux ist auf jeden Fall stärker wie die alte und ja, ist ein guter Wert, muss man sagen. Ich stelle euch mal die zwei nebeneinander, damit es einen Größenvergleich habt. Ihr seht, der Unterschied ist schon enorm. Maße haben wir Höhe von 23 cm, also mit dem eine Länge von 30, ohne dem eine Länge heute haben wir viel mehr, da haben wir 8 cm. Ja, und die rechnen auch das Volumen aus, dann habt ihr das Volumen, dann schauen wir auch noch die Akkulaufzeit, das schauen wir noch und viel gibt es nicht mehr zum Sagen. Sehr gut, muss man sagen, 5 Minuten an, 5 Minuten aus, das muss man beachten. Sehr gut verarbeitet, sehr schönes Display. Und ja, fehlt leider der Leistungstest. Und ja, bis später. Und was gibt es am Ende zu sagen? Wir messen kurz die Lautstärke bei 60 cm Abstand. 3, 2, 1.
haben wir es. 46,64 km/h. Das ist deutlich mehr. Vorher war es Meter in Sekunde, hat mich schon gewundert. Riesiger Unterschied, muss man sagen. Sehr doppelt, mehr als doppelt so stark. Sehr guter Wert, Lautstärke ist sehr gut. Kommen wir zum Leistungsdiagramm. Wir sehen können, Makita 181 schafft 3,5 bar und das hat sie geschafft, oder der Kompressor, in 3,52 Minuten, also 3 Minuten und 52 Sekunden. Das ist eine sehr gute Zeit und das ist, wie ihr sehen könnt, bei den 5 besten Kompressoren dabei. Deutlich stärker als die Bosch Universal Pump, aber weit hinter AEG und Einhell 36 Volt. So, beim Gewicht würde ich sagen, für die Leistung ist sie relativ leicht. Wir sehen können, Bosch Universal Pump und AEG sind nochmal leichter, aber trotzdem für das Gewicht sehr guter Wert. Einhell Presito oder DeWalt oder Black & Decker seien gleich schwer oder schwerer und seien halt schlechter, oder der 825 von Einhell, die sind halt deutlich schlechter im Vergleich von der Leistung. Also Leistungsgewicht ist sehr gut, muss man sagen. Lautstärke in dB kann man sagen, ist relativer Standard wie die anderen. Im mittleren Bereich, 88 dB, kann man sagen, im mittleren Bereich, ja, relativ normal, angenehm. Also angenehm ist natürlich nicht, aber relativ normal. In Zukunft werde ich eine andere Tabelle verwenden. Ich glaube, langsam wird sie unübersichtlich bei den ganzen Kompressoren. Die 181 kostet 110 € und wir sehen können, so ist sie die dritte von rechts. Und das ist auf der teureren Seite auf jeden Fall, aber im Vergleich zur Leistung geht es eigentlich vollkommen klar. Und man muss sagen, ja, Bosch Universal Pump hat eine unglaubliche Preis-Leistung, wenn man es so sieht jetzt in der Tabelle, unglaubliche Preis-Leistung. Ja, vom Preis her kann ich nichts Negatives sagen. Klar ist nicht ganz günstig, aber halt bei Makita gibt es halt entweder die 180 oder 181. Und wenn man das braucht, dann ist es auf jeden Fall den Aufpreis wert. Rang der Kompressoren, wie ihr sehen könnt, Makita 1., 2., 3., 4., 5., 6. Platz. Und es ist ein sehr guter Kompressor, brauche ich nicht sagen. Ihr seht auch 180 ist relativ weit oben. Aber von der Leistung her seht ihr, die Makita 181 ist doppelt so stark ungefähr. Ja, und halt aber auch doppelt so teuer, deswegen macht sie ziemlich gleich. Aber ja, es ist einfach ein sehr guter Kompressor, der ordentlich Leistung hat und ja, viel gibt es nicht zum Sagen. Es seht ihr im Vergleich zu den anderen Kompressoren, könnt selber vergleichen, wer was besser macht. Aber jetzt von Makita, das passt eigentlich ganz gut. Alle Kompressoren sind unten verlinkt. Solltet ihr es über Amazon was bestellen wollen, könnt ihr es über einen Link machen, würde es mir unterstützen, wäre super nett. Und ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der schaut, für jedes Abo, für jedes Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus, danke und ciao.